Neben den Solid Principles stellen die Regeln aus dem Buch Clean Code eine weitere wichtige Leitplanke dar, die man nutzen kann, um nachhaltig wartbaren, sauberen, schönen Code zu schreiben. Und das kommt jetzt. Das Buch Clean Code ist eigentlich ein Schatzkästlein von kleinen Details und kleinen Regeln, die man nutzen kann, wenn man programmiert. Es war jetzt für das Video ganz schön schwierig, da so ein paar auszuwählen, denn eine komplette Darstellung würde dieses Video komplett sprengen. Es gibt eine Serie von Bob Martin selbst, eine Videoserie, die werde ich im Skript verlinken. Und für dieses Video habe ich jetzt so eine Art Best-of ausgewählt, was aber vielleicht zumindest nach meinem Dafürhalten so die wichtigsten Regeln umfasst. Trotzdem ist es absolut empfehlenswert, sich das Buch zu kaufen, weil man eigentlich an jeder Ecke wieder irgendwas Interessantes und Sinnvolles findet oder zumindest etwas, über das man nachdenken kann. Man kann ja eine andere Haltung dazu entwickeln, aber in der Regel ist es schon sehr gut überlegt. Wo siedeln wir das an in unserem Dreieck aus Prinzipien, Architektur, Stil und Pattern? Dieses Buch ist so auf der Mitte zwischen Prinzip und Pattern angelegt. Das, was man da findet, sind teilweise relativ hoch angesiedelte Prinzipien, also relativ abstrakte Leitlinien. Teilweise sind es aber auch ganz konkrete Patterns oder Anti-Patterns, die man im Code findet bzw. im Code vermeiden kann. Bob Martin selber stellt seinem Buch diese Karikatur voraus. Das ist eigentlich eine wunderschöne Darstellung, was tatsächlich Qualität von Source Code ausmacht, nämlich dass man sie messen kann in What the fucks per minute. Also wenn man sich vorstellt, Sie haben hinter der linken und hinter der rechten Tür jeweils ein Developer-Team und die schauen sich Code an, entweder Code, den andere geschrieben haben oder Code, den sie selber geschrieben haben vor einiger Zeit. Dann wird man entweder mehr Flüche hören oder weniger Flüche. Und die Anzahl der Flüche ist dann ein Zeichen dafür, ob es guter Code ist. Damit hängt auch ein Zitat aus dem Buch zusammen: Programming is a social activity. Und die Konsequenz wäre, therefore behave yourself. Wenn man das klassische Klischee des Nerds zugrunde legt, der alleine vor seinem Rechner hängt, dann vergisst man eigentlich, dass Programming doch sehr viel damit zu tun hat, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Den Code, den Sie schreiben, den müssen Sie diskutieren. Der ist andererseits auch etwas, was bleibt, wenn Sie vielleicht schon lange aus dem Projekt weg sind und dann später andere diesen Code angucken. Das ist also eine Art Dokument. Code lebt. Code hat mit der Interaktion mit anderen Menschen zu tun. Und deswegen sollten Sie den Code so gestalten, dass andere ihn gut lesen können. Oder möglicherweise auch Sie selbst, wenn Sie nach 4 Wochen, 6 Wochen, 2 Jahren wieder auf Ihren Code zurückblicken, dann sollten auch Sie ihn noch verstehen können. Das ist auch nicht so ganz selbstverständlich. Ein weiterer allgemeiner Ratschlag aus dem Buch ist es, in sogenannten ITs zu denken, also Maintainability, Extensibility, Testability, Reusability. Also denken Sie daran, gehen Sie vielleicht deswegen mal die extra Meile beim Programmieren, weil gewisse kleine Regeln schon dafür sorgen können, dass im Großen und Ganzen Ihr Code viel besser aussieht und viel besser altert, als wenn Sie sich nicht dran halten würden. Ich habe aus dem Buch mal 7 Regeln ausgewählt, ganz subjektiv. Und das sind sie: Meaningful Names. Verwenden Sie sinnvolle Namen für Variablen, für Methoden, für Klassen. Verwenden Sie Kommentare mit Augenmaß. Verwenden Sie sie da, wo notwendig und in einer Form, dass sie Sinn ergeben. Halten Sie Ihre Methoden klein. Das ist, glaube ich, nicht erklärungsbedürftig. Vermeiden Sie Seiteneffekte in einer Methode. Verwenden Sie in einer Methode nur ein Level of Abstraction. Was das genau bedeutet, schauen wir uns gleich im Beispiel an. Die Step-Down-Rule, auch das ist etwas, was wir uns gleich mal genauer anschauen werden. Step-Down-Rule heißt im Prinzip, dass man den Code wie eine Geschichte von oben nach unten lesen können sollte. Und verwenden Sie ein vernünftiges Error-Handling in Form von Exceptions. Das sind meine ausgewählten, subjektiv sinnvoll erachteten Clean-Code-Regeln. Beginnen wir mal bei den Meaningful Names. Die lassen sich aufdröseln in eine ganze Menge von so Einzelregeln. Als Beispiel, als Motivation möchte ich Ihnen mal eine kleine Anekdote aus meinem Studium erzählen. Ich habe damals das Programmierpraktikum gemacht mit meinem Kommilitonen Martin. Martin war großer Borussia Mönchengladbach-Fan
Und der Hiwi aus dem Programmierpraktikum hieß Jo und der war Bayer Uerdingen-Fan. Und daran können Sie erkennen, wie lange mein Studium schon her ist, weil das noch eine Zeit war, wo Bayer Uerdingen in der ersten Liga gespielt hat. Und um Jo zu ärgern, hat Martin dann einfach seine Programmieraufgabe so abgegeben, dass er sämtliche Variablen ersetzt hat durch Spieler von Borussia Mönchengladbach. Und ich habe das jetzt auch mal gemacht hier mit aktuellen Spielernamen. Und wenn Sie das nachgucken wollen, dann ist der Link da oben eingeblendet und auch im Skript. Da sehen Sie das komplette Programm und dann können Sie ja mal raten, was das ist. Man kommt eigentlich ziemlich schnell drauf. Aber es gibt einen kleinen Eindruck, was schlecht gewählte Namen für die Lesbarkeit oder Unlesbarkeit von Code tun können. Schauen wir uns das mal im Detail an. Erste Teilregel: verwenden Sie Intention Revealing Names. Negativbeispiele habe ich hier immer in Rot dargestellt und Positivbeispiele in Grün. So ein typisches Negativbeispiel wäre hier sowas wie int d und dann schreibe ich als Kommentar noch dabei elapsed time in days. Wenn das so ist, dann kann ich doch gleich die Variable elapsed time in days nennen. Dann brauche ich nämlich den Kommentar nicht und überall da, wo ich die Variable verwende, wird es deutlich, worum es geht. Und dass das mehr Schreibarbeit ist, das war früher mal ein Argument, heute ist es das nicht mehr, denn mit modernen IDEs habe ich Code Completion, da ist es eigentlich fast egal, wie lang die Variable ist. Das zweite ist, vermeiden Sie Disinformation. Wenn Sie so etwas hier hinschreiben, set account list gleich new Hashset von account, dann haben Sie einen Clash zwischen dem Namen account list und der tatsächlich verwendeten Datenstruktur set. Das kommt letztlich daher, dass Sie das List in dem Variablennamen als eine Art nicht technischen Gattungsbegriff benutzen, also einfach, so wie man allgemein oder umgangssprachlich sagt, ich habe eine Liste von Konten. Besser wäre es, wenn Sie zum Beispiel von einer Account Group sprechen würden an der Stelle. Dann gibt es keine Verwechslungsgefahr mit der Datenstruktur List und Sie stiften keine Verwirrung im Code. Machen Sie Meaningful Distinctions, wenn es darum geht, Variablen zu benennen. Das hier ist ein kleiner Codeschnipsel, der einfach zwei Character Arrays ineinander kopiert, von A1 nach A2. Wenn Sie das jetzt vergleichen mit dieser Version hier, wo ich statt A1 und A2 die Namen Source und Destination wähle, dann ist schon ein bisschen schneller deutlich, was ich hier eigentlich tue. Nutzen Sie Pronounceable Names, also Namen, die Sie auch wirklich aussprechen können. Wenn Sie zum Beispiel bei einem Softwaredienstleister arbeiten und Sie kommen in eine alte Organisation, die seit langer Zeit ihre Software pflegt, dann können Sie unter Umständen Variablennamen wie diese hier entdecken. Die kann erstmal keiner lesen, weil das irgendwie gepflegte interne Namen sind, die sich über die Jahre oder wahrscheinlich Jahrzehnte eingebürgert haben. Und noch schlimmer, man kann sie eigentlich überhaupt nicht aussprechen. Also man muss die Aussprache ziemlich improvisieren. Private Date Genymtums. Was gemeint ist, das erkennt man dann eigentlich erst, wenn man die bessere Variante anguckt. Da sieht man, dass die beiden Variablen Generation Timestamp und Modification Timestamp heißen. Und jetzt mit dem Wissen kommt man auch drauf, dass das Gen für Generation steht und dann YMDHMS so ein Datumskürzel ist. Also Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde. Na gut, wenn man es weiß, kommt man drauf. Es bleibt aber das Problem, dass Sie diese Variablen nicht aussprechen können. Und das macht die Kommunikation über den Code schon sehr, sehr schwierig, wenn Ihr Gegenüber sie erstmal gar nicht versteht. Also das wäre ein starkes Argument, wenn sich die Gelegenheit ergibt, hier an der Stelle mal ein Refactoring zu machen von diesen Variablennamen. Searchable Names sind wichtig. Wenn Sie so kurze Variablenbezeichnungen nehmen, das ist ja durchaus üblich, sowas wie int i oder string st, dann sollten Sie darauf achten, dass Sie das nur in einem lokalen Kontext tun. Also sprich in einem Methodenrumpf, wo die nur in einem begrenzten Scope gültig sind. Wenn Sie globale Variablen haben, sollten Sie sowas vermeiden. Wir haben zwar IDEs, die das Suchen von Variablenvorkommen erleichtern, weil die ja so einen Syntaxbaum aufbauen. Es kommt aber erfahrungsgemäß immer mal wieder vor, dass sowas nicht richtig funktioniert oder Sie die IDE nicht am Start haben, dass Sie also doch eine Volltextsuche machen müssen und dann sind Sie ziemlich aufgeschmissen, wenn Sie nach 1 bis 3 buchstabigen Variablennamen suchen müssen. Dann kriegen Sie so viele False Hits, dass Sie schier verzweifeln. Also globale Variablen bitte immer mit längeren und gut suchbaren Namen versehen.
Überhaupt global versus lokal. Wenn Sie Variablen verwenden, ist es grundsätzlich immer eine bessere Idee, diese Variablen nahe der Verwendung zu deklarieren. Warum? Dann sind Sie garantiert frei von irgendwelchen Seiteneffekten. Sie wissen, dass diese Variable gerade erst ins Leben gerufen wurde und noch keinen Wert hat oder nur den Wert, mit der sie initialisiert wurde. Wenn das eine globale Variable ist, die von irgendwo kommt, dann muss man immer erst nachschauen, was da für ein Wert drin sein könnte und ob das wichtig ist, dass die vorbelegt ist. Überhaupt Namensregeln. Generell kann man sagen, dass Klassen mit Hauptwörtern belegt werden sollten, so Class Customer. Das haben wir nun in ST1 wirklich ganz ausführlich gemacht. Und dass man Methoden am besten mit Verben belegt. Sowas wie hier in dem Codeschnipsel zum Beispiel Customer Activate Payment Method. Da besteht überhaupt kein Zweifel mehr, was diese Methode tut. Weitere Teilregel: Verwenden Sie pro Konzept immer nur ein Wort und dann bleiben Sie bitte auch dabei. Also wenn ich in verschiedenen Kontexten einmal Fetch irgendwas sehe und einmal Retrieve irgendwas und einmal Get irgendwas, dann würde ich nicht unbedingt darauf kommen, dass das vielleicht die gleiche Art, die gleiche Klasse von Query-Operation ist. Ich würde zum Beispiel davon ausgehen, dass alles, was mit Get anfängt, irgendeine total leichtgewichtige Operation ist. Dadurch, dass ich jetzt gewohnt bin, mit Lombok zu arbeiten, mir die Setter und Getter generieren zu lassen, sind für mich Setter und Getter eher so, ich sag mal so ein bisschen so wertlose, sehr leichtgewichtige Boilerplate-Methoden, wo ich nie im Leben mehr Businesslogik vermuten würde. Und das wird bestimmt nicht nur mir so gehen, sondern anderen auch. Also wäre es naheliegend, dass, wenn Sie eine komplexere Query-Operation machen, dass Sie das nicht get bla 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 nennen, sondern vielleicht fetch oder retrieve bla bla bla. Und dann machen Sie es durchgängig, dass Sie Dinge, die zum Beispiel eine aufwendigere Query erfordern, dann immer fetch irgendwas nennen. Das macht den Code wesentlich lesbarer. Dann weiß ich zum Beispiel, wenn ich mal eine längere Query suche im Code, dann kann ich über alles, was get heißt, drüber springen und nach irgendwas suchen, was fetch heißt. Damit haben wir den umfangreichen Teil der Namensregeln mal hinter uns gelassen und wir kommen mal zum Thema Kommentare. Kommentare sind in gewisser Weise so ein Plädoyer-Thema von Bob Martin. 2 Zitate von ihm. Indeed, comments are at best a necessary evil. Oder noch etwas extremer, Comments are always failures. Also Kommentare sind ein Zeichen, dass man als Programmierer, Programmiererin versagt hat. Eieiei. Muss man vielleicht nicht ganz so extrem und krass auffassen, aber es ist schon sinnvoll, Kommentare tatsächlich sparsam einzusetzen und in einer Form, dass sie tatsächlich nutzbringend sind. Sonst sind sie nicht nur überflüssig, sondern schaden unter Umständen sogar. Warum ist es so? Zunächst mal, wo sind Kommentare nach Bob Martins Ansicht sinnvoll und gut? Immer da, wo sie Legal Comments beinhalten, also Copyrights oder Lizenzannotationen, da braucht man die Kommentare unbedingt. Wenn Sie eine Explanation of Intent darstellen, also eine Entscheidung beschreiben, die Sie als Entwickler getroffen haben, dann sind sie absolut sinnvoll. Oder wenn sie einer Klarstellung dienen. Auch sinnvoll Kommentare dort, wo man vor Konsequenzen warnen muss. Nehmen wir an, Sie rufen eine externe Bibliothek auf und wenn Sie die falschen Parameter übergeben, dann gibt es einen Absturz, weil diese externe Bibliothek nicht sehr robust programmiert ist. Sie haben jetzt aber keine Möglichkeiten, diese Fehler zu fixen, weil die Bibliothek nicht in Ihrer Verantwortung liegt. Dann wäre es durchaus sinnvoll, beim Aufruf eine Warnung als Kommentar dazu zu schreiben, dass man hier aufpassen muss, wenn man an diesen Parametern, die man übergibt, etwas ändert. To-Dos sind auch ein sinnvoller Kommentar, wenn man also eine Lösung geschrieben hat, die noch nicht so ganz vollständig ist, sondern noch so ein paar vorläufige Stellen besitzt. Und grundsätzlich immer sinnvoll sind Java-Docs in Methodenköpfen, wenn man damit quasi ein Public API beschreibt. Kommen wir zu den Don'ts. Erklären Sie Ihren Code nicht doppelt, sondern schreiben Sie lieber Code, den man gut lesen kann. We are developers, we can read code. Das heißt, der Code sollte so gestaltet sein, dass wir ihn verstehen und dann brauchen wir auch keine zusätzliche Erklärung. Das führt nämlich zu einer redundanten Information und die altert häufig schlecht. Ich habe gleich mal ein Beispiel, wo ich das erklären kann.
Was auch schlecht ist unpräzise gesprochene Sprache. Das ist ja der Grund, warum wir eine formale Programmiersprache benutzen. Er nennt das in dem Buch Mumbling, also Murmeln. Man hat so einen Kommentar, den man nochmal eben hingeworfen hat, und der Kommentar macht aber eigentlich eine etwas unklare Codesituation nicht deutlicher, sondern stiftet eher noch mehr Verwirrung. Also dann den Kommentar bitte entweder weglassen und den Code schöner machen oder aber den Kommentar dann auch so sorgfältig formulieren, dass man ihn auch wirklich versteht. Kleines Beispiel, nehmen wir mal an, das ist unsere Codestelle und wir versuchen mal diese Codestelle zu verstehen. Also am Anfang wird oben gefragt, ist der Zustand, der State, ist der Documents unchecked? Also sind noch irgendwelche Dokumente da, die noch nicht geprüft sind. Dann innere if-Abfrage, if application is complete. Mit Application ist hier eine Bewerbung gemeint. Also wenn diese Bewerbung vollständig ist, dann muss man diese Dokumente zum Prüfen weiterschicken. Falls sie nicht vollständig sind, der Else-Zweig, dann wird eine Exception geworfen, dass man die Dokumente nur dann wegschicken kann zum Prüfen, wenn die Applikation auch vollständig ist, die Bewerbung auch vollständig vorliegt. Also meines Erachtens ist dieser Code gut lesbar und steht vollkommen für sich selbst. Wenn ich jetzt hier nochmal so eine Beschreibung voranstelle, die eigentlich das Gleiche nochmal ausdrückt, nochmal paraphrasiert. If the application is complete, the attached documents can be sent for checking. Otherwise, this operation is not yet allowed. Kann man ja sagen, okay, was schadet's? Ich habe es halt nochmal geschrieben. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt des schlechten Alterns. Nehmen wir an, Sie würden Ihren Code verändern. Sie ergänzen dieses if-Statement noch um weitere Bedingungen. Und dann vergessen Sie, diesen Kommentar da oben anzupassen. Dann hätten wir den Fall, dass der Kommentar eine andere Situation beschreibt als das, was der Code in der if-Schleife beschreibt. Und schon sind Sie verwirrt, wenn Sie nochmal ein Jahr später wieder drauf gucken oder ein anderer Programmierer guckt drauf. Weil dann fragt sich dieser andere Programmierer, was stimmt denn jetzt? Stimmt der Kommentar oder stimmt der Code? Zeigt der Kommentar vielleicht eine Intention an und der Code enthält einen Fehler und am Schluss wird vielleicht sogar Ihr Code verschlimmbessert, also verändert, weil man diesen veralteten Kommentar liest und ihn für die eigentliche Intention hält. Dritte Regel, keep your methods small. Das steht, glaube ich, für sich. Das ist das Stück Code, was ich für den ST2-Workshop am 26.04. ausgewählt habe. Das war ja ein Textadventure mit einer einzigen riesigen Methode in Main mit 300 Zeilen. Und das ist Fontgröße 1,3. Das ist total unmöglich zu lesen. Sowas braucht man, glaube ich, nicht begründen, dass man das nicht tun sollte. Wie lang sollte dann eine gute Methode sein? Gibt es verschiedene Ansichten. Bob Martin hat recht extreme Ansichten. Ich würde sagen, eine gute Länge ist immer so, dass man es, wenn es noch irgendwie geht, ohne Scrollen lesen kann auf einmal. Das macht's zum Verstehen einfacher. Geht nicht immer, ja, aber meistens geht's schon. Keine Seiteneffekte, no side effect in a method. Was ist ein Seiteneffekt? Seiteneffekt ist, wenn Ihre Methode das eine verspricht und dann aber das andere tut oder das andere auch noch tut, also irgendwelche versteckten Dinge zusätzlich noch macht. Übrigens, Bob Martin spricht in seinem Buch nicht von Methods hier, sondern von Functions. Ich habe aber die Vermutung, dass er, da er so ein alter C++-Hacker ist, dass er da aus so einem C++-Verständnis kommt. Und weil er nämlich auch in dem Buch Beispiele bringt, wo dann ein Void vorne dran steht. Also das wären dann ja Methoden. Deswegen habe ich das hier mal grundsätzlich mit Methoden übersetzt. Es gilt in jedem Fall diese Aussage, dass man Seiteneffekte vermeiden sollte, nicht nur für Funktionen, also nicht nur für etwas, was einen Return Value hat, sondern auch für Methoden, also Dinge, die void sind, nichts zurückliefern. Valide Inputs für eine Methode sind die Parameter der Methode und die Member-Variablen des Objekts selber, also this. Und Valid Outputs sind genauso eben die Member-Variablen dieses Objektes, die darf natürlich eine Methode verändern, oder eben eine Return Value. Was wir vermeiden sollten, wären das Verändern von globalen Variablen, wenn es die gibt, oder aber das Aufrufen von Methoden auf irgendwelchen anderen, möglicherweise globalen Objekten, die dann Dinge anstoßen, auf die man erstmal vom Betrachten der Methode nicht kommen würde.
Machen wir ein kleines Beispiel. Nehmen wir an, wir haben eine Methode isValidPassword, die einen Passwort-String übergeben kriegt. Und diese Methode soll einfach nur gucken, ob das ein valides Passwort wäre. Also ob es zum Beispiel den syntaktischen Kriterien entspricht. Braucht man ja häufiger mal, ne, wenn man ein Passwort vergeben soll zum Beispiel. So, dann haben wir da jetzt den Syntax-Check. Also wir nehmen ein boolsches Flag, Syntax okay, das setzen wir auf False. Dann testen wir, ob das der Syntax entspricht. Habe ich jetzt hier nicht ausgeführt. Und dann, wenn die Syntax stimmt, dann wird noch das globale Session-Objekt geholt und initialisiert und es wird True zurückgegeben. Das heißt, ich bin sozusagen übereifrig oder vorauseilend in meinem Gehorsam. Ich nehme irgendwie an in meinem Code, dass diese Methode häufig benutzt wird, um tatsächlich ein echtes Passwort zu prüfen und nicht nur sozusagen vorab mal zu schauen, ob es valide ist. Und schon habe ich einen Seiteneffekt produziert. Wenn ich nämlich einfach wirklich nur prüfen will, wäre das ein valides Passwort, dann wird mir unter Umständen meine Session zurückgesetzt und alle transienten Operationen, die noch nicht irgendwo gespeichert sind, sind weg, weil die Session weg ist. Generell sollten Sie darauf achten, dass Sie eine Command-Query-Separation machen, also dass der Name einer Methode andeutet, ob es sich jetzt um ein Kommando oder um eine Query handelt. Und wenn Sie jetzt nur eine Query machen, dann sollte die niemals irgendwas ändern. Nehmen wir mal wieder so ein etwas konstruiertes Beispiel. Wir hätten hier so eine Methode getStatus, die so eine Liste von Statusinformationen zurückliefert. Dann würden wir erstmal diese Statusinfos einsammeln, da wird noch nichts verändert. Und dann machen wir hier noch ein setAccessTime. Wir machen ein setRequestedStatusInfo, also wir speichern ab, was tatsächlich angefragt wurde. Und wir setzen vielleicht sogar diesen Request, der kam, als Default für alle weiteren Requests. Und dann geben wir das Ergebnis zurück. Es ist durchaus legitim, sowas zu tun, was ich hier versucht habe anzudeuten. Wenn ich zum Beispiel zugreife auf wirklich sicherheitsrelevante Informationen, dann habe ich häufig so eine Anforderung des sogenannten Audit Trails. Also ich will nachvollziehen, wer hat diese Methode benutzt. Dann muss ich sowas tun, was ich hier gemacht habe. Dann sollte ich das aber im Methodennamen andeuten und nicht getStatus verwenden. Da habe ich ja eben schon drüber gesprochen. Wenn ich irgendwas mit get am Anfang sehe, dann würde ich was wirklich Leichtgewichtiges vermuten, was einfach nur irgendeinen Variableninhalt abgreift und wieder rausgibt und nicht noch irgendwelche Dinge, die hier den Zustand des Objektes verändern. Wenn Sie sowas machen wollen, wählen Sie einen Namen, der das auch andeutet. Kommen wir zur Regel 5, Only one level of abstraction. Das heißt, eine Methode sollte durchgehend das gleiche Abstraktionsniveau enthalten. Also die einzelnen Zeilen der Methode sollten entweder so High-Level-Methodenaufrufe sein oder aber sehr konkrete Operationen auf detaillierten Datenstrukturen, aber nicht eine Mischung aus beiden. Das macht die Lesbarkeit schlecht. Nehmen wir mal dieses Beispiel hier, auch wieder ein bisschen konstruiert, aber sei es drum. Wir haben so eine Klasse Product Catalog und wir haben eine Methode, die diesen Produktkatalog als Markdown ausgibt, as Markdown. Und da werden dann erstmal die Meta-Infos geholt und as Markdown in den String Meta-Infos gespeichert. Dann gibt es den String Product Pages, der über die Product List iteriert und jedes einzelne Product als Markdown rendert und dann an die Product Pages anfügt. Und am Schluss wird beides konkateniert und rausgegeben. Hier ist durchaus dieses Prinzip gewahrt. Ich habe dieses Generieren des Markdowns versteckt hinter as-Markdown-Methoden und diese Methode as-Markdown insgesamt ist im Grunde genommen nur so eine Art Umbrella, der dann wiederum die Delegation auf die Teilelemente macht und dort das Markdown-Generieren anstößt. Jetzt nehmen wir an, dass die Geschäftsleitung beschlossen hat, dass zu dieser Darstellung noch unten dran ein Footer gehören sollte, der Copyright-Informationen enthält. Und ein etwas unbedarfter Junior-Programmierer wird dran gesetzt und der erweitert einfach die Methode in dieser Form hier mit dem roten Teil. Der definiert ein String Footer und da steht dann eine Copyright-Notiz drin und da noch so ein paar Hinweise, dass das Kopieren verboten ist und dass dann entsprechend ein verantwortlicher Manager zu informieren ist. Damit haben wir jetzt zwei Abstraktionslevel in der gleichen Methode gemischt. Wir haben einerseits
das Generieren von Markdown in versteckten Methoden, sowas wie Product as Markdown oder Get Meta Infos as Markdown. Und wir haben diesen String Footer, der das direkt durch String-Konkatenation ausdrückt. Das ist ein bisschen schlechter zu lesen und es ist auch nicht so schön zu warten, weil vielleicht brauchen wir diese Copyright-Informationen noch an anderer Stelle und dann wäre es schöner, die zu zentralisieren und es wäre sinnvoll, so eine Variante zu nehmen. Wir definieren eine neue Methode getCopyrightFooter, da sind alle Informationen drin und dann hat dieses Objekt nochmal eine sMarkdown-Methode und dann sehen wir, die Methode sieht irgendwie wieder, sagen wir mal, einheitlicher aus, weil jetzt wieder das Prinzip gewahrt ist, dass eigentlich dieses sMarkdown nur runterdelegiert wird auf die einzelnen Teile. Dieses Prinzip taucht übrigens bei der nächsten Regel auch nochmal auf. Das ist die Step-Down-Rule und die besagt in Bob Martins eigenen Worten, we want the code to read like a top-down narrative. Also wir wollen, dass man den Code lesen kann wie so eine Geschichte, die man von oben bis unten runterliest. We want every function to be followed by those at the next level of abstraction, so that we can read the program descending one level of abstraction at a time as we read down the list of functions. Also er sagt, dieses Narrativ, diese Geschichte sollte so funktionieren, dass man jede Methode so lesen kann, dass die einzelnen Schritte da drin dann wiederum in der nächsten Methode, in dem Code-Listing, quasi das nächste Level von Abstraktion ist, als würde man eine Treppenstufe hinabsteigen. Also man wäre dann in der nächsten Methode, wenn man weiter nach unten geht, auf dem nächsten Detaillierungslevel, hat dort alle Stufen und dann steigt man wieder weiter ab auf das dann nächste Abstraktionslevel, sodass also sozusagen der Code von oben nach unten immer detailliertere Abstraktionslevel erreicht. Das klingt jetzt wirklich furchtbar abstrakt. Ich habe nicht bei Bob Martin, aber auf einer Seite ein sehr schönes Beispiel gefunden, was das schön anschaulich macht. Wir haben Code, der einfach darstellt, dass jemand Frühstück macht. Wenn man da drauf guckt und versucht, den Code zu verstehen, dann ist es gar nicht so leicht. Oben gibt es die Methode Cook, also kochen. Da ist dann eine Frying Pan, da wird dann irgendwas gemischt und da wird dann Salz dazugefügt, da wird nochmal gemischt. Dann macht man Frühstück, fügt Eier hinzu, kocht, okay, da wird dann das Cook aufgerufen. Dann wird serviert, die Frau bekommt leider nur 20%, man selber kriegt 80%, hat wahrscheinlich ein Mann geschrieben. Und dann werden unten mit Add Eggs die Eier hinzugefügt. Also wenn ich das so vorlese, dann sieht man schon, dass die Reihenfolge der Methoden nicht so richtig glücklich gewählt ist, weil offensichtlich Cook nicht das erste ist, was passiert, sondern die Reihenfolge ist vertauscht. Eigentlich müsste Make Breakfast oben stehen. Und ich habe dann bei Make Breakfast nochmal einen Verstoß gegen die Regel von eben, dass nämlich die verschiedenen Abstraktionsregeln nicht gemischt sein sollten. Ich habe Add Eggs und Cook, das sind also höhere Abstraktionslevel, weil da Methodenaufrufe stattfinden. Und dann kommt der Serviervorgang, der ist aber explizit dargestellt. Vergleichen wir das mal mit dem besseren Beispiel. Und da werden Sie sehen, wie viel leichter man das von oben runter lesen kann. Das fängt an mit der Methode Make Breakfast. Da ist zuerst Add Eggs, dann Cook und dann Serve. Das ist, glaube ich, gut zu verstehen. Was ist Add Eggs? Also man holt aus dem Fridge die Eier raus und für jedes Ei tut man das Ei in die Pfanne und schlägt das Ei vorher auf. Dann kommt das Kochen, also Cook, Content mischen, Salz dazu, nochmal Content mischen und dann kommt Serve. Die Frau kriegt ein bisschen und man selbst kriegt viel. Und wenn man das jetzt mal vergleicht mit der Step-Down-Rule, dann haben Sie oben die oberste Stufe Make Breakfast. Make Breakfast besteht in den einzelnen Zeilen jeweils aus Methodenaufrufen auf der nächst unteren Ebene der Abstraktion. Und dann kommen die einzelnen Schritte auch in der Reihenfolge, wie sie in der Make Breakfast Methode sind. Und das macht richtig schön lesbaren Code. Kommen wir zur 7. und letzten Regel, Proper Error Handling Exceptions. Die Regel von Bob Martin ist Prefer Exceptions to Returning Error Codes oder anderen Möglichkeiten. Exceptions sind im Grunde genommen einfach nur Störungen im normalen Programmablauf. Wenn ich es vergleichen würde, würde ich das
vergleichen mit dem Ausnahmeszenario bei einem Use Case. Denken Sie zurück an Softwaretechnik 1. Das Ausnahmeszenario beschreibt ja den Fall eines Use Cases, wenn Dinge mal nicht nach Plan laufen. Das heißt aber schon, es ist kein Fehler im Programm, weil Sie haben ja vorher dran gedacht. Sie haben schon gedacht, dass das mal passieren könnte und haben halt die entsprechende Exception geschrieben. Es ist aber eben ein Sonderfall, ein Fall, der so fachlich eigentlich nicht sein sollte. Und damit kann man sagen, Exceptions oder Exception werfen, Exception Handling ist ein kontrollierter Umgang mit Störungen im Programm. Und damit zeigen Sie, dass Sie von solchen Störungen nicht überrascht werden, sondern dass Sie mit solchen Störungen rechnen und das antizipiert haben. Und dass man eben auch, wenn Sie Exceptions deklarieren, sehen kann, mit welchen Ausnahmesituationen Sie unter Umständen rechnen. Tiefer möchte ich an der Stelle in das Thema nicht einsteigen, weil das einfach zu groß ist. Gutes Exception Design wäre fast eine eigene Veranstaltung. Aber auf jeden Fall sollten Sie sich angewöhnen, grundsätzlich mit solchen Exceptions zu arbeiten. Damit haben wir mal einen wilden, schnellen Ritt durch das Best-of der Clean Code Rules gemacht, oder zumindest das, was aus meiner Sicht das Best-of ist. Sie sollten sich an der Stelle eine eigene Meinung bilden und sich das Buch besorgen und es lesen. Das Buch ist wirklich dicht gepackt mit kleinen praktischen Ratschlägen, Tipps, Meinungen. Sie müssen nicht immer mit Bob Martin übereinstimmen, aber es lohnt sich eigentlich immer drüber nachzudenken. Und das ist tatsächlich etwas, was Sie in Ihrem Leben als Programmiererin oder Programmierer lange begleiten kann.